In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der Bollinger Bänder verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir Meta Editor, indem wir auf das Symbol klicken oder F4 drücken. Hier werden wir den Code für unseren Expert Advisor programmieren. Als erstes binden wir die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek ein. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die für die Verwaltung unserer Trades unerlässlich sind. Wir instanzieren ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung abwickeln. Als nächstes definieren wir die Parameter für die Strategiekonfiguration. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar und umfassen Lookback Bars, Min Candlesback, Trailing Offset, Bands Period, Bands Deviation und Bands Shift. Lookback Bars legt den historischen Bereich für Hochs und Tiefs fest, der von 1 bis 1000 Kerzen reicht. Min Candlesback definiert das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief mit akzeptablen Werten zwischen 5 und 50 Kerzen. Trailing Offset ist eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 eingestellt werden kann. Bands Period ist der Zeitraum für die Berechnung der Bollinger Bands. Bands Deviation ist der Multiplikator für die Standardabweichung der Bänder und Bands Shift ist die Verschiebung der Bollinger Bands. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Dazu gehören Bands Handle für den Bollinger Bands Indikator, Upper Band Buffer, Middle Band Buffer und Lower Band Buffer zum Speichern der Bandwerte und Price Data für die OHLC-Kursdaten. Die Expert Initialization Function wird einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt, um den Indikator einzurichten. Wir erstellen einen Bollinger Bands Indikator Handle mit der Funktion iBands mit Parametern wie Symbol, Periode, Bandperiode, Bandverschiebung, Bandabweichung und Preistyp. Wir konfigurieren Arrays als Zeitreihen, das heißt, die neuesten Daten befinden sich bei Index 0 für das obere Band, das mittlere Band, das untere Band und die Preisdaten. Wir definieren die Positionseröffnungsfunktionen, die Marktaufträge mit einer bestimmten Lotgröße ausführen. Die Funktion OpenBuy-Position ruft den aktuellen Ask-Preis für eine präzise Orderausführung ab und verwendet die Position-Open-Methode von cTrade, um eine Kauforder auszuführen. Zu den Parametern gehören das Symbol, der Auftragstyp Kauf, die Positionsgröße, der Einstiegskurs zum aktuellen Ask-Preis, der anfängliche Stop-Loss 0, da heißt es wird kein Stop-Loss gesetzt, der Take-Profit 0, da heißt es wird kein Take-Profit gesetzt und der Positionskommentar. In ähnlicher Weise ruft die Funktion OpenSell-Position den aktuellen Bidpreis ab und führt einen Verkaufsauftrag mit denselben Parametern aus, mit Ausnahme der Auftragsart Verkauf und des Einstiegskurses zum aktuellen Bidpreis. Die Funktion MainPrice-Update wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. Wir rufen historische Kursdaten für die Analyse mit der Funktion CopyRates ab und geben das Symbol, den Zeitraum, den Shiftwert 0 und die Anzahl der zu kopierenden Kerzen Lookback Bars an. Wir laden die Werte der Bollinger Bänder aus den Indikatorpuffern mit der Funktion CopyBuffer für das mittlere, obere und untere Band. Anschließend überprüfen wir den Positionsstatus, um festzustellen, ob es offene Positionen gibt und welchen Typ sie haben. Wir durchlaufen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge, um eine sichere Iteration zu gewährleisten und verwenden Position Select By Ticket und Position Get String, um zu prüfen, ob eine Position zum aktuellen Symbol gehört. Wenn eine passende Position gefunden wird, markieren wir, dass wir eine offene Position haben und speichern den Positionstyp. Zur Trenderkennung und Positionsverwaltung definieren wir Kauf- und Verkaufsbedingungen. Eine Kaufbedingung wird ausgelöst, wenn der Kurs das untere Band überschreitet, was auf eine potenzielle Aufwärtsdynamik hinweist. Wenn keine Positionen vorhanden sind, eröffnen wir eine neue Kaufposition. Ist bereits eine Kaufposition eröffnet, ermitteln wir den Tiefpunkt für den Trailing Stop, indem wir den Index des niedrigsten Tiefs im Rückblickszeitraum mit iLowest ermitteln.
Wir berechnen das Trailing-Stop-Niveau, indem wir den Trailing-Versatz in Punkten zum Tiefstkurs addieren. Wenn die Bedingungen für den Trailing-Stop erfüllt sind, rufen wir Process Trailing Stop auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. In ähnlicher Weise wird eine Verkaufsbedingung ausgelöst, wenn der Kurs unter das obere Band fällt. Wenn keine Positionen vorhanden sind, eröffnen wir eine neue Verkaufsposition. Ist bereits eine Verkaufsposition eröffnet, ermitteln wir den Hochpunkt für den Trailing Stop, indem wir den Index des höchsten Hochs im Rückblickszeitraum mit I-Highest ermitteln. Wir berechnen das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Versatz in Punkten vom Höchstkurs abziehen. Wenn die Bedingungen für den Trailing Stop erfüllt sind, rufen wir Process Trailing Stop auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Die Funktion Process Trailing Stop verwaltet den Trailing Stop sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen. Für sichere Änderungen durchlaufen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge und wählen die Position über die Ticketnummer aus. Wir wenden Positionsfilter an, um sicherzustellen, dass die Position dem angegebenen Typ entspricht und zu dem aktuellen Chart-Symbol gehört. Wir rufen den aktuellen Stop-Loss-Wert mit Position Get Double ab. Bei Kaufpositionen aktualisieren wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau höher ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn kein Stop-Loss vorhanden ist. Bei Verkaufspositionen aktualisieren wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau niedriger ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn kein Stop-Loss vorhanden ist. Am Ende unserer Programmiersitzung drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos anschauen. Wenn alles funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Nun sollte der Expert Advisor auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der Bollinger Bands verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen. Wir haben diesen Expert Advisor mit ein paar Zeilen MQL-Code selbst programmiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.